Heute bin ich ein bisschen nervös und weiß nicht genau, wie ich anfangen soll, denn ich möchte euch heute meine Geschichte erzählen. Und zwar nicht einfach so, sondern chronisch ehrlich. Und ich möchte euch in die Vision hinter dem Kanal Chronisch Ehrlich mit hineinnehmen. Die letzten Monate durfte ich so viele tolle verschiedene Menschen interviewen. Und sie haben mir ihre Krankengeschichte anvertraut, aber auch ihre Heilungsgeschichte. Und manchmal wünschte ich mir, ich hätte vor 10 oder 5 Jahren in die Zukunft schauen können und hätte mich jetzt sehen dürfen, wie ich mit all diesen kranken Menschen rede, weil mir das einfach so viel Hoffnung gegeben hätte in dieser schwarzen, sehr dunklen und schmerzvollen Zeit. Dennoch bin ich dankbar für all das, was passiert ist, weil es mich schlussendlich zu dem Menschen gemacht hat, den ich heute sein darf. Ja, kurz etwas über mich. Ich bin Priscilla Bucher, ich bin die Gründerin von Chronisch Ehrlich. Und die Vision von Chronisch Ehrlich ist, eine Plattform zu schaffen für chronisch erkrankte Menschen. Es soll ein Sprachrohr sein. Wir wollen Gesichter hinter den Krankenakten zeigen. Weil so viele Menschen werden einfach in irgendwelchen Zahlen gebündelt. So und so viele Menschen haben Reizdarmsyndrom, so und so viele Menschen wurden mit Fibromyalgie diagnostiziert oder mit Chronic Fatigue Syndrom. Aber mit diesen Zahlen geht diese Persönlichkeit verloren, dieses Nahe, dieser Wunsch auch, dass das aufhört, dass diese vielen Zivilisationskrankheiten, die uns plagen und unsere Freunde und Verwandte viel zu früh nehmen. Ich bin 1985 in der Schweiz geboren, an dem schönen Bodensee, und bin dann in meiner Kindheit oft in der Schweiz umgezogen. Schließlich mit 20 Jahren bin ich dann mit meinem Mann für 12 Jahre nach München gezogen, wo wir verschiedene Ausbildungen im Medienbereich absolviert haben. Ja, und in meinen 20er Jahren bin ich dann auch grundlos erkrankt. Grundlos, so schien es, denn es wurde keine Ursache gefunden. Ich hatte Symptome wie Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Riesenblähbauch, Durchfall oder Verstopfung. Ich wurde immer müder, bis ich so viel schlafen konnte, dass ich hätte Tag und Nacht schlafen können, auch genannt als Chronic Fatigue Syndrom. Ich hatte Herzrasen und Herzstolpern. Ich hatte unglaubliche Schmerzen im Magen-Darm-Bereich, aber auch im ganzen Körper. Ich litt unter starken Migränen oder Kopfschmerzen, es wechselte sich ab, und ich litt immer mehr an einem starken Hormonungleichgewicht. Für die verschiedenen Entzündungen in meinem Körper gab es zwar Symptome, aber gemäß der Schulmedizin keine Ursachen, und deswegen konnte mir da nicht wirklich geholfen werden. Das Verrückte war, dass ich als Kind als sehr aktiv galt. Ich konnte keinen normalen Schritt gehen, ich hüpfte immer überall hin. Meine Schritte waren wirklich immer begleitet von Hüpsern und Hopsern. Und meine Großmutter, die nannte mich immer liebevoll Priscilla Hopsasa. Aber diese kleinen Hüpfer, die verwandelten sich in Stolpern. Und diese Stolpern dann Ende 20 in eine totale Bruchlandung. Es gab scheinbar keinen Grund dazu. Manchmal schien es mir, als würde mein Körper nicht für das Leben gemacht sein. Mein Immunsystem, welches bereits zur Schulzeit ein paar Aussätze hatte, versagte komplett. Aber spulen wir nochmal nach München. Was habe ich gemacht? Natürlich bin ich von Arzt zu Arzt gepilgert und habe versucht, Antworten zu finden. Mit 23 und 25 war ich mit unseren Kindern schwanger, und in beiden Schwangerschaften musste ich mich stark übergeben, bis zu 5-mal pro Tag, gegen Ende sogar das Wasser, und ich musste intravenös aufgepäppelt werden. Durchfälle, Magenkrämpfe, Verstopfung wechselten sich in meinem Alltag ab, und ich bekam auch immer wieder Mantel- und Ohrenentzündung, und ich kannte das schon aus meiner Kindheit, und es war so mühsam. Ich versuchte mich immer wieder zu schützen und trug auch im Sommer Halstuch, aber es half nichts. Ich litt immer wieder an Entzündungen. Also wurden mir die Manteln rausoperiert mit 26, und dennoch, es wurde nicht besser. Es war, als hätte sich die Entzündung hier nach unten verschoben. Und ich litt unter einer chronischen Magen-Darm-Entzündung.
Und die das kennen, wissen, was dann abläuft. Man ist andauernd im Krankenhaus. Es gibt Magen-Darm-Spiegelungen, die auch unglaublich belastend sind. Und trotzdem, ich hatte Riesenträume. Und diese Riesenträume, die gaben mir auch Kraft, einfach weiterzumachen. Ich schrieb 2 Musicals und durfte Regie führen und habe für verschiedene Filmprojekte Regie geführt. Unter anderem auch einen Film namens Blickwürdig, wo ich schon damals einfach, mein größter Wunsch war, die Geschichte von Menschen zu erzählen, deren Geschichten einfach nicht erzählt werden. Ja, ich wollte mich beruflich verwirklichen, aber ich wollte auch eine gute Mama sein und all dies zusammen kollabierte irgendwann. Als ayurvedischer Ernährungscoach durfte ich lernen, dass es 6 verschiedene Punkte gibt, warum wir erkranken. Und ich werde diese 6 verschiedene Punkte jetzt vorlesen und ganz persönlich erzählen, was davon meine Punkte waren, die schlussendlich dazu beigetragen haben, dass mein Immunsystem nicht mehr funktioniert hat. Also von den 6 Punkten ist der erste Punkt gesundheitsraubende Nahrung. Der zweite Punkt sind Gifte, leicht, schwer und Halbmetalle, pathogene Keime, Viren, Bakterien, Chemie, Schimmel und pharmazeutische Produkte. Der dritte Punkt ist ein Leben gegen dein Grundnaturell, gegen deine Grundwerte. Der 4. Punkt ist starke Entkoppelung von der Natur. Der 5. Punkt ist ein hoher Stresslevel und ein Übermaß an einer Adrenalinausschüttung. Und der 6. Punkt ist das Leben gegen den natürlichen Tages-Nacht-Rhythmus und zu wenig Schlaf. Ja, bei jedem Menschen ist die Kombination natürlich individuell. Bei mir war die Kombination folgendermaßen, die mich schlussendlich krank gemacht hat. Es waren Gifte, in meinem Fall Schimmel. Wir lebten eine Zeit lang in einer Schimmelwohnung. Es waren Viren und Bakterien, der EBV, also Epstein-Barr-Virus und das Streptokokken. Dann ein Punkt war ein Leben gegen mein Grundnaturell und gegen meine Grundwerte. Es war so, dass ich zu dieser Zeit für eine Kirche gearbeitet habe und mich sehr, sehr investiert hatte in viele große Projekte und mich immer wieder versucht habe anzupassen, wobei die Kirche einzelne Einstellungen zum Leben hatte, die eigentlich meinen Grundwerten und meinen Einstellungen widersprachen. Und diese Kirchenfamilie war mir aber so wichtig, dass ich mich da tagtäglich versuchte zu verbiegen. Ja, dazu auch ganz spannend wird es noch ein Video geben, und zwar Christsein mit der Ernährung von Anthony William, weil ich ganz oft Anfragen bekommen habe, wie ich den Glauben und die Ernährung vereinbaren kann. Ein weiterer Punkt war die starke Entkoppelung von der Natur. Wir lebten mitten in München an einer sehr befahrenen, lärmigen Straße. Und dies bekam mir nicht so gut. Ja, ein weiterer Punkt war Stress. Ich hatte mir angewöhnt, mein Adrenalin immer hoch zu pushen. Und ich habe das gemacht, weil ich eine mega tolle Mama sein wollte. Ich wollte eine tolle Freundin sein. Ich wollte meine Arbeit gut machen und ich wollte auch meine kreativen Projekte verwirklichen. Und um auf diesen ganzen Plattformen mittanzen zu können, habe ich absichtlich mir selbst Adrenalinspritzen gegeben. Und zwar jetzt nicht so eine Spritze, sondern indem ich einfach Adrenalin immer wieder ausgeschüttet habe. Und ich wurde auch wirklich davon süchtig, weil das für meinen Körper wichtig war, dass ich immer so gehypt war, damit ich eben all diese Projekte stemmen konnte. Aber dies hat dann schlussendlich auch meinen Nebennieren geschadet. Ja, und der letzte Punkt war, dass mein Mann angefangen hatte, immer mehr Alkohol zu trinken und so, dass es eigentlich nicht mehr in Ordnung war für mich und die Familie. Und da kam eine ganz große Angst vor der Verlassenheit. Ich hatte Angst, dass ich zurück zu meinen Eltern ziehen musste, dass ich alleinerziehende Mutter werde, dass ich das finanziell irgendwie nicht schaffe. Und diese große Angst, die brodelte auch in mir, diese Angst vor dem Verlassenwerden. Und ja, zeitweise fühlte ich mich auch verlassen, weil der Alkohol einfach wichtiger war als ich. Ja, aber damals war mir wirklich nicht bewusst, was mich krank machte, weil ich so in diesem Hamsterrad gefangen war. Mir ging es einfach immer schlechter.
Und hier beginnt die Geschichte nach der Suche nach ganzheitlicher Heilung, die mich natürlich zuerst in die Hände der Pharmaindustrie getrieben hatte. Ja, was tut man, wenn man erkrankt? Man geht zum Arzt, aber man geht nicht einfach einmal zum Arzt und bekommt ein Grippemittel. Nein, wenn man chronisch erkrankt ist, geht man 1000-mal zum Arzt. Es wird völlig normal, dass Wochen mit Arztterminen gefüllt sind. Das heißt, zu dem Stress, den man schon hat, kommen noch zusätzliche Termine her. Ja, und jedes Mal blickt man hoffnungsvoll auf diese weiß gekleideten Gestalten und hofft einfach, dass irgendjemand rausfindet, was einem eigentlich fehlt. Ja, und man lässt sich dann sagen, dass man eine Essstörung hat. Man lässt sich sagen, dass der Partner einem einfach öfter streicheln müsste. Man lässt einem sagen, dass das alles einfach nur psychosomatisch ist. Und man lässt einem sagen, dass in den Blutergebnissen alles stimmt, also dass man mir nicht helfen könne. Ja, sich Dinge sagen lassen, bis man schlussendlich auf der Notfallstation landet. Ja, es gab keine Diagnose, dafür ganz viele Medikamente im Angebot. Und diese Medikamente haben natürlich auch starke Nebenwirkungen, die mich zum Teil richtig fertig gemacht haben. Ja, und das Verrückte ist, dass man so hoffnungslos ist, dass man einfach die Dinge ausprobiert, weil man einfach die gute Mama sein möchte oder das Traumleben leben möchte. Und mit den Jahren einfach merkt, dass das irgendwie so gar nicht funktioniert. Ja, eines Abends, das war ein Herbstabend in München und es dunkelte schon ein und ich war mit einem Kinderbuch auf dem Weg zu den Kindern, die im Wohnzimmer auf mich warteten, dass ich die Nachtgeschichte vorlese. Und ich war unterwegs und ich hatte schon den ganzen Tag Schmerzen. Und es überkam mich wieder eine Schmerzwelle und ich fiel vor den Kindern in Ohnmacht. Ja, und das war so ein Moment, wo mein Mann und ich wussten, dass es so einfach nicht mehr weiterging, dass mir keine Antworten gegeben werden im deutschen Schulmedizinbereich und wir uns entschieden haben, zurück in die Schweiz zu gehen. Und auch da natürlich suchte ich weiter und die Abläufe waren genau gleich, Magen-Darm-Spiegelung, MRTs und so weiter. Aber das Interessante war, dass der Chefarzt der Bauchklinik gemeint hatte, Frau Bucher, wir sind einfach noch nicht so weit in der Forschung. Sie haben eine Dünndarmfehlbesiedlung, irgendwas stimmt nicht in Ihrem Magen-Darm-Trakt. Aber das sind so Millionen viele von Bakterien, wir können nicht herausfinden, was es ist. Sie haben mich auch über den Konsum vom Antibiotikum aufgeklärt, weil ich die Jahre vorher so viel Antibiotikum verschrieben bekommen hatte. Und sie gemeint haben, das ist gefährlich, das hilft auch nichts. Sie haben antibiotikumresistente Keime schon entwickelt. Und ja, diese Ehrlichkeit, die hat mich zum Nachdenken gebracht, aber sie hat mich natürlich auch unglaublich frustriert, weil ich mir so verloren vorkam. Und sie meinten auch, als dann schlussendlich das Reizdarmsyndrom, Endometriose und Fibromyalgie diagnostiziert wurde, dass ich einfach lernen müsste, mit diesen Krankheiten zu leben. Und das ist für jeden Menschen eine schlimme Aussage, weil jeder von uns trägt große Träume in sich. Und zu erfahren, egal wie alt man ist, ob man 50, 40, 30 oder 20 ist oder 15, dass man mit solchen starken Schmerzen leben musste, das ist einfach ein Todesschlag. Man weiß, man lebt, aber man lebt nicht das Leben, was eigentlich möglich wäre. Ja, und eines Tages meinte eine Arzthelferin zu mir, Frau Bucher, darf ich ehrlich zu Ihnen sein? Und ich dachte so, ja, okay. Sie meinte, schauen Sie mal außerhalb des Krankensystems. Und dies machte mich richtig sauer, weil seit 10 Jahren ging ich natürlich zur Schulmedizin und hatte die Hoffnung, dass sie herausfinden könnte, was mir fehlt. Und nun wurde mir gesagt, quasi, Sie sind austherapiert und bitte suchen Sie sich irgendwo anders Hilfe. Gut, da war ich ein paar Wochen mal ein bisschen sauer und enttäuscht und öffnete mich aber langsam für diesen Gedanken. Und ich wurde immer wieder auf die Bücher von Medical Medium hingewiesen,
Sei das jetzt, war das bei der Atlassologin oder auf YouTube oder Instagram. Und irgendwann dachte ich, ja, okay, was soll's. Wenn mir sowieso nichts mehr hilft, dann schaue ich halt, was ich mit der Ernährung machen kann. Und ihr müsst wissen, dass ich zu dem Zeitpunkt noch 7 Lebensmittel essen konnte, also verdauen konnte. Wenn ich etwas anderes aß, bekam ich Fieber, Schüttelfrost, Migräne. Und ich konnte es einfach nicht verdauen. Also mein Körper reagierte, als hätte ich Gift gegessen. Kurz vorher hatte ich auch mich nach Foodmap begleitet im Krankenhaus ernährt. Und das hat auch nicht funktioniert. Als wir dann Nahrungsmittel einschleichen wollten, wie die Avocado, lag ich auch einfach wieder flach im Bett. Also war natürlich die Angst enorm groß. Vor allem als ich erfuhr, dass die Ernährung vor allem auf Früchte und Gemüse basiert. Und ich war so, ja, ich habe eine Fructose, eine Sorbit und eine Histaminintoleranz. Super Sache, das wird ja cool. Aber irgendetwas passierte, als ich eine Radioshow hörte. Und zwar sprach Anthony William davon, dass es nicht meine Schuld ist, dass ich erkrankt bin. Und ich stand in meiner Küche, weil ich Essen vorbereitete und mir liefen einfach die Tränen runter. Weil das erste Mal in meinem Leben jemand gesagt hat, so direkt, dass es nicht meine Schuld ist, dass ich erkrankt bin. Und das ist etwas, was man gesunden Menschen sehr schwer erklären kann. Aber wenn so etwas passiert, und es keine Antworten gibt, also man kann keiner Sache die Schuld geben, dann trägt man als Betroffener die Schuld von alleine. Und das wog wie so ein schweres Gewicht auf meinen Schultern. Und mir wurde das erst bewusst, als diese Aussage getätigt wurde, es ist nicht deine Schuld. Und als ich dann immer mehr erfuhr, dass diese Entzündungen, die ich als Kind bereits im Hals-, Nasen-, Ohrenbereich hatte, dass die der Auslöser waren, dass mein Immunsystem immer am Kämpfen war und dass die anderen Sachen wie Stress, familiär, beruflich und der Schimmel in der Wohnung und diese Entkopplung von der Natur das Ganze dann noch mehr aus dem Gleichgewicht hat bringen lassen, dann wusste ich endlich, was eigentlich Sache war und ich bekam die Antwort, was mein Körper eigentlich brauchte. Und das Allerschönste war, zu merken, dass mein Körper nicht mein Feind war, weil er sich tatsächlich immer wie mein Feind angefühlt hatte, weil diese Schmerzen so unglaublich kräfteraubend waren. Es fühlte sich immer an, als würde irgendeine böse Kraft in mir wüten und mich fertig machen, aber diese böse Kraft war ja ein Teil von mir, weil die Schmerzen ja aus mir heraus entstanden. Und dann zu wissen, dass das nicht ich war, dass das nicht ein Teil von mir war und dass es auch nicht mein Körper ist, der sich gegen mich gewendet hat, sondern ein Virus, ein Bakterium, Schimmel, Stress. Das ließ mich wirklich zur Ruhe kommen, weil ich wusste, jetzt kann ich etwas tun, weil ich Antworten bekommen hatte. Und diese Antworten bekam ich die 10 Jahre im Krankensystem nicht. Klar, mir wurden Antidepressiva angeboten. Wie oft wurden mir Antidepressiva angeboten? Aber auch das behebt nicht die Ursache. Ja, und in diesem Moment, als ich in der Küche stand und so tief bewegt war von diesen Worten, schöpfte ich so viel Hoffnung und diese Hoffnung gab mir so viel Kraft, dass ich gesagt habe, gut, ich lasse ab morgen Milch und Fleisch weg. Zu diesem Zeitpunkt war das Gefühl das, was mir die Energie gegeben hatte. Und ich ließ sie weg und ich fing mehr an, Papaya zu essen und verschiedene Früchte und Gemüse, wo ich wusste, sie lösen nicht so viele Symptome aus. Und der Weg fing an, der Weg der Ernährungsumstellung. Und das Wunderschöne ist, dass ich einfach nach kürzester Zeit, und ich glaube, es war nach 3 Wochen, in einen Apfel beißen konnte mit einer diagnostizierten Sorbitunverträglichkeit, weil ich auch am ersten Tag an anfing, den Selleriesaft zu trinken. Und ich habe immer gespürt,
dass es hier immer besser wird. Also die chronische Magen-Darm-Entzündung, die war super schnell weg. Und ich hatte einfach den Mut, wirklich wieder ein Ja zu finden für die lebensbejahenden Lebensmittel. Ja, und ich möchte dich einfach ermutigen, dass wenn du gerade in dieser Schmerzwelt, in dieser dunklen Welt lebst, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Und in der Forschung wird diese Hoffnung die Epigenetik genannt. Und die Epigenetik ist das Bindeglied zwischen unserer Umwelt und unseren Genen. Und die Epigenetik hat einen immensen Einfluss auf unsere Gene. Das heißt, wir können Dinge wieder rückgängig machen durch unseren Lebenswandel, durch Ernährung, durch das Rausgehen in die Natur, durch einen erholsamen, tiefen Schlaf, durch gesunde Beziehungen und das Aufarbeiten von Traumata. Und auch das ist etwas, was ich erleben durfte, als ich mich mit der Ernährung in ein Gleichgewicht gebracht hatte, körperlich gesehen, hatte ich die Resilienz, Dinge anzuschauen, die in meinem Leben passiert sind, die mich zutiefst verängstigt haben, die mein inneres Kind traumatisiert haben. Und ich habe Bücher gelesen über das innere Kind. Ich habe dann nach etwa einem Jahr nach der Ernährung von Anthony William eine Traumatherapie angefangen und ich durfte sehen, dass ich auf vielen verschiedenen Ebenen heilen darf. Und ich möchte euch ermutigen, es ist vielleicht ein kleiner Schritt an einem Tag und dann am nächsten Tag wieder ein Schritt. Und wenn es ist, der Selleriesaft einzufügen oder mal die Milchprodukte und Eier wegzulassen, es ist ein Schritt, der dich weiter in diese Gesundung bringt. Und ja, das dauert Monate, aber es sind Monate der Heilung. Und irgendwann habe ich mir immer gesagt, irgendwann werde ich zurückblicken und ich werde gesund sein. Und ich werde der Mensch sein, den ich eigentlich immer sein wollte. Und das darfst du auch. Träume weiterhin groß, weil die Träume, die geben uns Hoffnung. Und dein Körper, der kämpft jeden Tag für dich. Er ist nicht dein Feind. Du darfst ihn an der Hand nehmen und ihn auch fragen und wirklich in dich gehen, was brauchst du? Oder auch, wer bist du? Und wo habe ich gelernt, dich zu übergehen, um anderen zu gefallen oder irgendetwas umzusetzen, was gerade eigentlich nicht an der Zeit ist. Ja, und meine Geschichte wird somit zu deiner Geschichte, weil dies ist der Kanal, wo wir chronisch ehrlich uns gegenseitig ermutigen, wo wir sagen und erzählen, welche Impulse uns weitergebracht haben, wo wir uns connecten mit Ärzten und Spezialisten, wo wir Erkrankte wirklich ein Sprachrohr sind in die Außenwelt. Denn da draußen gibt es viele Menschen, die genau die gleichen Sachen erleben. Wir denken immer, oder ich dachte immer, ich wäre die Einzige, als ich so in meinem dunklen Zimmer lag, geplagt von Schmerzen. Aber die Wahrheit ist, dass es vielen so geht. Und wenn wir raustreten und unsere Geschichte erzählen, sind wir Hoffnungsspender. Und ich möchte euch danken für das Zuhören. Danke, dass ihr diesen Kanal unterstützt. Danke, dass ihr so ein Lichtfunken seid in dieser Welt, dass ihr Hoffnungsspender seid. Und ich wünsche euch einfach von Herzen alles, alles Gute, mega viel Kraft, Mut und Geduld auf deinem Heilungsweg. Ja, so viel Kraft, so viel Mut und so viel Geduld, wie du nur brauchst. Das schicke ich dir. Und ja, ich freue mich auf dein Feedback und bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.